Hallo, viele von Ihnen haben mir gesagt, ein Video über Ausbildung in Deutschland zu machen. Also im heutigen Video haben wir Manuel dabei, der seine Ausbildung abgeschlossen hat. Heute wird Diksha Manuel interviewen, also beginnen wir mit dem heutigen Video. So, wie definierst du eine Ausbildung? Eine Ausbildung ist das Erlernen eines Facharbeiterberufs in Deutschland. Okay, und wie ist das anders von Studium? Das ist anders von Studium, das ist sehr praxisbezogen, ist eine Ausbildung. Und meistens die Leute nach der 10. Klasse das machen. Okay, aber da gibt es nicht nur Praxis, sondern auch die theoretische, Auch Theorie, oder? aber es ist sehr praxisbezogen, was der Vorteil von einer Ausbildung ist. Okay, Dass man erstmal einen Beruf richtig kennenlernen kann. ja, das stimmt. So, wieso sollte man eine Ausbildung machen? Um viele praktische Sachen zu lernen über einen Beruf erstmal, um zu wissen, gefällt einem ein Beruf. Mhm. Natürlich soll das nicht nur ein Reinschnuppern sein, das ist natürlich das Erlernen eines Berufs. Ja, Aber zum Beispiel gerade für Leute, die vielleicht studieren wollen, wäre das erstmal die Möglichkeit, erst eine Ausbildung zu machen, um okay. den Beruf richtig kennenzulernen. Ja, das stimmt. Und wann kann die Ausbildung gemacht werden? Gibt es da irgendein Mindestalter? Ein Mindestalter denke ich nicht. Meistens ist das aber frühestens mit 15, wenn die Leute aus der 9. Klasse kommen oder mit 16 aus der 10. Klasse. Okay, also das bedeutet, die Voraussetzung ist dann Schule. Schule. Genau, Meistens wird ein bestimmter Schulabschluss vorausgesetzt. Schulabschluss. Natürlich. Genau. Okay. Gibt es die Ausbildung nur auf Deutsch oder kann man sie auch auf Englisch absolvieren? Ich denke, die deutschen Ausbildungen sind komplett auf Deutsch, aber Englisch ist vom Vorteil hier im Beruf. Okay, also so Informatik oder sowas mit Technologie, das zu tun hat, das kann ja auch auf Englisch vielleicht mal auch absolvieren, oder? Okay. Und kannst du bitte den Ablauf einer Ausbildung erklären? Also zuerst hatte ich damals mich beworben bei verschiedenen Unternehmen in einen Beruf, was mir gefallen hat. Ja. Da wir in der Schule vorher Praktikums gemacht haben, immer 2 Wochen jedes Jahr in verschiedenen Unternehmen. Aha. Und da hatte ich mich dann zum Beispiel bei der MIPAG beworben, Okay. was ein mitteldeutsches Braunkohleunternehmen ist, Okay. wo ich dann auch letzten Endes im Einstellungstest eingeladen wurde, Aha. den gut abgeschlossen habe. Okay. Somit durfte ich dann ein Interview, also ein Bewerbungsgespräch führen. Okay. Und sie hatten dann entschieden, mir einen Ausbildungsvertrag zu geben. Okay. Und dann habe ich mit dem ersten Lehrjahr, damals im September 2011, mit der Ausbildung begonnen und erstmal die Grundlagen gelernt. Aha. So hast du dann den Beruf nach und nach gelernt. Okay, alles klar. Welche Unterlagen werden normalerweise benötigt? Also ein Lebenslauf, dann natürlich die letzten 2 Zeugnisse von der Schule. Mhm. Am wichtigsten ist natürlich das Zeugnis der 10. Klasse zum Beispiel, das letzte Zeugnis. Genau. Diverse Bewertungen von Praktikums Mhm. sind von Vorteil. Oder vielleicht Hobbys, die mit dem Beruf ähnlich sind. Okay. Zum Beispiel sollte man sich als Feuerwehrmann bewerben. Das ist Aha. natürlich von Vorteil, wenn man in einer Berufsfeuerwehr, also Okay. in einer freiwilligen Feuerwehr vorher ist für die Berufsfeuerwehr. Okay. Okay. Solche Zertifikate sind auch hilfreich dann. Genau. Und wie sucht man eine Firma oder Institut für eine Ausbildung? Das kann man über online heute sehr viel suchen, aber auch über die Schule hatten wir diverse Informationsveranstaltungen damals besucht, wo sich regionale oder größere Unternehmen vorgestellt haben. Okay, gut. Muss man für die Ausbildung selbst bezahlen oder kann man das sponsern lassen? Meistens bekommt man eine Ausbildungsvergütung Mhm. von den Unternehmen und da werden die Kosten dann letztendlich gedeckt. Aber verdient sogar für ganz gut Geld. Okay, das stimmt. Und gibt es da bestimmte Informationsquellen? Also wie ich schon vorher gesagt hatte, Berufsinformationsmessen oder kann man sich sehr viel online informieren. Kann zum Beispiel mal ein Praktika machen bei einem Unternehmen. Und dann Kontakte knüpfen, dass Genau. du Ausbildung bekommst. Oder auch an die Webseite von den Firmen gibt es ja vielleicht auch mal Ja, wieder genau. die Stellenanzeigen. Genau. Und wie sind die Zukunftsaussichten einer Ausbildung? Also sehr gut, da man nach einer Ausbildung noch den Zweig sich sehr gut verbessern kann, mit Aha. einem Meister oder einem Ingenieursstudium zum Beispiel. Aha. Okay. Die Chancen sind sehr aufgegangen. Und nach jeder Ausbildung muss man erstmal Meister machen und dann geht das weiter? Oder wie gibt es dann die Ich Aufstiegsmöglichkeiten? denke zum Beispiel, wenn man mit Abitur eine Ausbildung gemacht hat, kann man dann direkt ein Studium noch anknüpfen. Okay, so geht das. Wenn einen dann der Beruf zusagt letztendlich. Ja, das stimmt. Wie gut kann man nach der Ausbildung verdienen? Was denkst du? Das ist ganz abhängig von Region und von Unternehmen. Okay, aber Da gibt's- trotzdem
kann man damit überleben, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Erkläre deine Erfahrung mit deiner Ausbildung. Bei mir hat das auch damals in den Grundlagen im Unternehmen angefangen. Dann wurden wir über die 3,5 Jahre immer mehr dazu hingeführt, dass wir selbstständig arbeiten können und den Beruf ausüben. Okay, und bist du ganz zufrieden mit deiner Ja. Ausbildungserfahrung? Ja, Und hat das bestimmt geholfen? genau, Mit das der hat Bildung? mir Okay, gut, das war alles für heute. Dankeschön, Manuel, Danke. für das schönes Gespräch und vielen Dank. Und wenn Sie noch die Frage über Ausbildungsmöglichkeiten haben, dann bitte gerne kommentieren oder Nachrichten schreiben. Und schönen Tag weiter. Danke. Vielen Dank, Diksha und Manuel, für das tolle Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.